Er kommt. Ich will ja nicht neugierig sein, aber was genau passiert jetzt? Der Herr des Hauses kehrt zurück. Ich dachte, der Graf ist schon zu Hause. Ich spreche vom rechtmäßigen Herrn, der endlich zurückkehrt. Danke. Herr Graf, im Namen des Personals möchte ich Sie recht herzlich auf Königsbrunn wieder willkommen heißen. Danke, Frau Kepler. Herzlich willkommen zu Hause. Leonard, wir haben dich vermisst. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Das ist also alles, was Ihnen einfällt? Damit kommen wir bei Gericht niemals durch! Mehr gibt der Vertrag nicht her. Wir haben jetzt alles geprüft. Ja, dann prüfen Sie eben nochmal. Es muss eine Lücke geben! Raus jetzt! Melden Sie sich, wenn Sie was gefunden haben! Was bereitet dir Kopfschmerzen, mein Junge? Vater. Du kannst wohl nicht erwarten. Ich war lange genug von zu Hause weg. Findest du nicht? Meine Herren, entfernen Sie doch bitte dieses grauenvolle Möbelstück. Moment mal. Der Kaufvertrag wird noch geprüft. Die Kosten für deine Anwälte kannst du dir sparen, mein Junge. Der Vertrag ist wasserdicht und das weißt du auch. Jetzt tragen Sie doch endlich dieses hässliche Ding raus. Ansgar hat versucht, seinen Vater zu vergiften. Wenn die Damen dann ihren Plausch beendet haben, Wir sind dann soweit fertig. Vielen Dank. es ist angerichtet. Danke, Frau Kepler. Die Damen? Ach, einen Moment, Frau Kepler. Es wäre mir eine große Freude, mit Ihnen allen gemeinsam meine Rückkehr feiern zu können. Sie haben gehört, was der Graf gesagt hat. Ja, bitte, bitte bedienen Sie sich. Ich hoffe wirklich, dass die ganze Sache mit Ansgar jetzt endlich vorbei ist. Ich bin ihm vorhin begegnet. Und? Ja, so schnell wird er sich mit seiner Niederlage nicht abfinden, Carla. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben. Unterschätze deinen Bruder nicht. Zerbrich dir jetzt bitte nicht schon wieder den Kopf. Wichtig ist, dass du wieder hier bist. Solange wir als Familie zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Ohne euch hätte ich das nicht überstanden. Auf euch. Auf dich. Ganz besonders möchte ich mich für Ihre Loyalität bedanken, Frau Kepler. Dieser Dank geht natürlich an Sie alle. Und ich bin sehr froh, Sie gesund und munter hier wieder begrüßen zu können. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch wissen, warum mir niemand diese reizende junge Dame vorstellt. Verzeihung, das ist Sarah. Willkommen, Sarah. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug geredet. Und ich denke, es ist an der Zeit, anzustoßen. Auf Königsbrunn. Auf unseren Vater. Auf dich. Jetzt wird alles gut. Guten Abend. Was willst du denn hier? Graf Lahnstein, das ist ja eine Überraschung. Auch wenn ich Ihnen geholfen habe, das Schloss zurückzugewinnen, Sie hätten mich nicht extra so feierlich empfangen müssen. Dass Sie mir dafür lebenslanges Wohnrecht hier auf Königsbrunn zugesagt haben, reicht mir vollkommen. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Du hast doch nicht wirklich vor, diese Frau hier wohnen zu lassen. Frau Kepler,
Würden Sie bitte für Frau von Anstetten eine Suite herrichten lassen? Im Westflügel. Sehr wohl. Sie kümmern sich um das Gepäck. Entschuldige, Vater, aber was hat dich denn bitte schon dazu bewogen? Das frage ich mich allerdings auch. Frau von Anstetten war entscheidend daran beteiligt, Königsbrunn wieder in meinen Besitz zu bringen. Die Idee, einen zweiten Strohmann zu etablieren, stammt von ihr. Ich weiß eben, wie Ansgar tickt. Der Graf und ich hatten einen Deal. Und ich finde, eine kleine Gegenleistung ist nicht zu viel verlangt. Hallo. Hi. Na, willst du auch rein? Nein, danke. Aber den Rat einer guten Freundin könnte ich gebrauchen. Na dann, schieß mal los. Du siehst auch nicht gerade sehr glücklich aus. Das willst du gar nicht wissen. Los, erzähl mir, was hast du auf dem Herzen? Ich habe was Furchtbares gemacht. Ich habe Gregor in dem Glauben gelassen, dass Max mit Ansgar geschlafen hat. Dabei stimmte das gar nicht. Wie bitte? Was hast du gemacht? Ansgar wollte sich an Gregor rächen und da hat er Max abgefüllt, ihr K.O.-Tropfen gegeben und am nächsten Morgen hat er dann behauptet, dass sie Sex gehabt hätten. Dieses Schwein. Ja, und anstatt ihn auffliegen zu lassen, hast du einfach die Klappe gehalten. Ich hatte gerade mein Kind verloren. Ich war einsam, Carla. Mensch, Natalie, ich verstehe dich nicht. So eine linke Nummer, das passt doch überhaupt nicht zu dir. Ja, ich weiß, ich schäme mich doch auch. Wie soll ich das denn jemals wieder gut machen? Ich hätte dir natürlich geholfen. Natalie, du bist meine Freundin. Du hattest doch selbst so viel Stress. Es wäre garantiert nicht so weit gekommen, wenn ich für dich da gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich sowieso nicht auf dich gehört. Nach der Fehlgeburt war ich total auf Gregor fixiert. Wieso bist du denn überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, Gregor? Ich konnte doch überhaupt nicht mehr klar denken. Jetzt hätte ich doch sofort gesagt, dass Ansgar lügt. Gut. Jetzt ist Gregor sauer. Zu Recht. Sauer. Er hasst mich. Ach, Quatsch. Natürlich, er hat doch nur noch Augen für Max. Sie haben sich wieder versöhnt. Max ist bei ihm eingezogen. Na also, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Von wegen. Wie soll das denn gut gehen, wenn wir alle drei da wohnen? Und ich mit meiner Feigheit. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich kann doch mal mit Gregor reden. Danke. Aber ich musste alleine durch. Carla von Lahnstein, hallo? Gregor, du störst doch nicht. Ich wollte mich auch schon längst mal wieder bei dir melden. Sag mal, hast du heute Mittag schon was vor? Sonst würden Max und ich dich nämlich gern zum Essen einladen. Max wollte kochen. Das klingt verlockend. Gibt's einen besonderen Anlass? Naja, den gibt es tatsächlich. Wir könnten nämlich ein paar Tipps in Sachen Hochzeitsvorbereitungen gebrauchen. Ihr wollt heiraten? Herzlichen Glückwunsch. Wir können es gar nicht mehr abwarten. Das kann ich verstehen. Apropos große Liebe. Kann ich Susanne mitbringen? Aber herzlich gerne. Schön. Dann freue ich mich. Bis heute Abend. Tschüss. Also, ich weiß nicht. Schleier und Schleppe ist nicht so mein Fall. Ah, na komm, wenn schon, denn schon. Du heiratest schließlich nur einmal. Was man von uns beiden nicht behaupten kann. Wir wissen ja noch nicht mal, wer von uns das Brautkleid tragen soll. Wir beide in Weiß, ist das nicht komisch? Wenn zwei Frauen heiraten, dann ist das nicht komisch. Das ist logisch. Du wirst traumhaft aussehen. Achtung! Wer wird traumhaft aussehen?
Na, such dir schnell eine von uns Bräuten aus, bevor der Baulärm wieder losgeht. Meine Wahl steht schon fest. Ich bin wirklich froh, dass ihr doch noch zueinander gefunden habt. Du weißt also, dass Nathalie uns auseinanderbringen wollte? Ja, es ist kaum zu glauben. Ich dachte, ich kenne sie. Das dachte ich auch. Gregor, sie hat doch längst eingesehen, dass sie einen großen Fehler gemacht hat. Sonst hätte sie mir das Ganze nicht gebeichtet. Und du meinst, das reicht? Ja. Zumindest ist es ein erster Schritt. Zurück zu der Nathalie, die wir als Freundin lieben. Lieber Gregor, ich fühle mich wie in einem Teufelskreis, der mich unaufhaltsam nach unten zieht. Ich habe alles verloren. Ansgar, meine große Liebe, meine Arbeit, unsere WG, meine Freunde und jetzt auch noch dich. Als sollte ich nie wieder glücklich werden dürfen. Ich muss ständig an unser Kind denken, das ich auch nicht behalten durfte. Es fehlt mir so sehr. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen, die für uns alle die beste Lösung ist. Entschuldigen Sie, kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, nein, danke. Es ist nur so ein kleiner melancholischer Anfall. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Leb wohl, mein Freund. Nathalie, hallo. Hey. Alles okay bei dir? Ja, mir geht's gut. Ich sehe jetzt wieder klarer. Wie wär's? Lass uns in Schneiders gehen, da waren wir schon lange nicht mehr. Oh. Ich bin schon verabredet, tut mir leid. Nathalie, Ein andermal vielleicht. Ich muss los. wenn du reden willst, ich bin für dich da. Du hast die Freundschaft zu mir noch nicht aufgegeben? Nein, das weißt du doch. Mir geht's gut. Keine Sorge. Haben Sie Nathalie gesehen, die Nichte von Frau Kepler? Sie hat das Schloss verlassen. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, vorher habe ich sie in der Küche gesehen. Sie hat einen Brief geschrieben und Und? sie war sehr verweint und fix und fertig. Nathalie ist vermutlich nicht in der Stimmung zu telefonieren. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Für sie ist es doch auch peinlich. Alle wissen, was sie getan hat. Und jetzt habe ich dir auch noch die Mittagspause versaut. Sorry. Es macht mir nichts aus, dich beim Telefonieren zu beobachten. Hauptsache, ich sehe dich. Vielleicht weiß der ja was. Viel Spaß. Sehen wir uns heute Abend? Das kann ich noch nicht versprechen. Wenn es Nathalie schlecht geht, dann... Schon okay. Tschüss. Ansgar, Carla, wie schön. Tja, jetzt kannst du auch mal triumphieren, also sag dein Sprüchlein auf und verschwinde, okay? du warst auch schon origineller. Dann verschon mich doch mit deinem Geschwätz. Es geht um Nathalie. Ich mache mir Sorgen. Weißt du, wo sie ist? Keine Ahnung, ruf sie doch an. Stell dir vor, das habe ich schon getan. Nur sie geht nicht an ihr Handy. Tja, ehrlich gesagt interessiert mich das überhaupt nicht. Für mich soll Nathalie in ihrem Selbstmitleid... Ansgar, jetzt hör mir zu. Sie hat einen Brief geschrieben. Ja, und? Was steht drin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie ihn unter Tränen geschrieben haben muss und dass sie völlig fertig ist. Ah, und jetzt vermutest du natürlich, sie... Nein, Nathalie würde sich sowas nicht antun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Verdammt, Ansgar, dann geht's dir eben gut, aber mir geht's beschissen. Wenn dein Leben so beschissen ist, dann bring dich doch um.